150 PS reicht perfekt. Ist mega geil. Und ja, vielleicht ein guter Vergleich hier mit der S1000 XR. Das Bike hat 1 Milliarde Mal mehr Wumms, Leidenschaft, Liebe, Passion, alles zusammen. Alles in Ordnung? Kann man was helfen? Perfekt. Ja, so ein KTM-Fahrer, ist das eine lustige Sache. Wohl technische Probleme. Das ist sehr lieb, dass Sie auf mich aufgepasst haben. Man, es sieht scheinbar auf diesem Bike so bedrohlich aus, dass sie gedacht hat, Mann, fuck, Alter, ich habe ein Racebike, Alter. Ich fahre da einfach durch, egal welcher Vorrang. Geil. Also was haben wir hier? Eine wunderschöne Suzuki GSX S1000 GT. Bin mal richtig gespannt. Natürlich habe ich schon wieder was kaputt gemacht, aber nur bei der GoPro. Aber wir können uns das jetzt mal gönnen. Puh, das ist ein ganz schneller Start. Ich liebe schnelle Starts. Puh, also der Gashebel ist auf jeden Fall ultra sensibel. Und es sieht einfach unglaublich mega krass gut aus. Man sitzt echt super aufrecht, würde ich sagen. Ja, krass, Alter. Mit Zwischengas muss man echt super sensibel sein. Sonst jagt man jedes Mal 5000 Umdrehungen rein. Genau, hat einen Tempomat, hat plus minus Regelsteuerung, hat 5-stufige Traktionskontrolle. Wir sind auf der maximalen Leistung. Ich finde, sieht affenartig schnittig aus. Ich glaube, ich habe schon entschieden, die KTM muss weg. Dementsprechend, für mich habe ich echt gelernt, wenn du wirklich hart Offroad fahren willst, dann hol dir einfach noch zusätzlich ein leichtes Bike. Irgendein gebrauchtes oder was auch immer du machen willst. Oder auf jeden Fall einfach ein Zweitbike. So eine dicke Bertha Offroad zu bewegen muss nicht sein. Also wir machen über 90% Straße, also verdammt, das kann auch einfach ein Sporttourer sein. Das ist doch perfekt. Schauen wir mal, okay, Tempomat ist ein, Minus setzen. Ja, Alter, wenn es einfach auf den ersten Anhieb klappt, ist gut. Genau, Schaltautomat gibt es in beide Richtungen. Bike hat knapp über 1000 Kilometer, man sieht hier 1083, das heißt, man darf, also schauen wir mal, ob sie kann, irgendwie 153 PS, knapp 150 PS. Das war gut. Aber zumindest der Schaltautomat bei mir hat nicht funktioniert. Ach, wer weiß. Ich habe heute Mountainbike-Schuhe an, die sind extra luftig. Vielleicht habe ich was verkackt. Aber finden wir später noch raus, ob es da irgendwas Spezielles gibt. Geil, ich freue mich richtig. Genau, nachdem ich gestern einfach beim KTM-Händler war, Video gerne hier. Und man mir einfach gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wann ich mein Bike wieder bekomme. Es wird auf jeden Fall alles repariert, alles durchgecheckt, alles garantiemäßig korrekt abgewickelt. Ich glaube, ich gefragt habe, ob ich irgendwann diese Saison noch kriege. War die Antwort auch. I don't know. Es dauert so lange, wie es dauert. Und dementsprechend habe ich keine Ahnung, wann ich mein Bike kriege. Aber wenn ich es kriege, ich habe es schon ein bisschen vermisst, tiefer zu sitzen. Oh, geil! Und ein Blinker, der einfach wieder blinkt wie ein Blinker. Also auf jeden Fall ein ganz einfacher Hebel, aber der perfekt seinen Job erfüllt. Und perfekte Haptik-Feedback zurückgibt, ist schon geil. Und hier unser Schaltblitzindikator. Definitiv auch geil. Also Sound. Junge, ich kann mir nur schwer ausmalen, wie sich das Ding auf 10.000 anhört. Aber ich glaube ziemlich sexy. Ja, du fühlst dich auf jeden Fall schon gleich wieder wie ein kleiner, wenn das Schicksal mit dir zusammenspielt. Genau, du fühlst dich schon ein bisschen wie so ein Oldschool Evil Race Guy, was mich auf jeden Fall schon immer ziemlich geil gemacht hat. Passiert.
Also ich würde sagen, natürlich kein Zweizylinder-Punch, aber zieht gut. Genau, muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man im Tempolimit bleibt, würde ich sagen. Dann, nächster Check können wir gleich testen, geht der Tempomat unter 50? Ja, geht. Mega geil. Wir wissen vielleicht, well, wieder hier, Honda Africa Twin war bei 50 die Untergrenze, aber ich finde 30 ist schon nice, weil sonst fährt man einfach nie 30. Genau, was ist bei der GoPro passiert? Ich habe die GoPro inklusive Stecker in die Tasche gelegt, angesteckt und es hat den Stecker echt umgebogen. Verdammt. Dementsprechend, ich glaube, es ist nur der Media-Mod, aber der Stecker beim Media-Mod ist somit hinüber. Aber ich habe im Gefühl, dass irgendwie der Media-Mod bei mir Probleme verursacht. Also guter Grund, dass er wegkommt. Ja, aber Straßenlage, ich finde echt geil. Also bewegt sich unter dem Arsch perfekt, fällt super leicht in die Kurve. Das ist wirklich, ich würde sagen, ein guter Tag. Und ich weiß immer, wie drecksungemütlich sich das in einem Auto anfühlt. Also. Aber ich finde es immer gut und wichtig, wenn andere Leute auch Spaß haben. Also welche Probefahrten kommen in nächster Zeit? Da kommt auf jeden Fall eine BMW R1250. Ich finde, die hat wirklich geil ausgeschaut. Oder die schaut wirklich geil aus. Und ja, irgendwie gefällt es mir besser als früher. Früher hat es mir nicht gefallen. Aber ich muss sie auf jeden Fall auch mal Probe fahren. Ich habe sie bisher immer übersprungen. Weil es mir ein bisschen zu lang, in echt ist mir einfach viel zu lang vorgekommen. Dann heute kommt noch die V-Strom dazu. Also schauen wir mal wegen V-Strom. Einfach so ein gemütliches Touring-Fahrzeug. Und Kawasaki 1000 SX würde ich auch sagen, will ich auf jeden Fall einen Versuch gönnen. Bist du deppert. Also das ist sexy, Alter. Das ist sehr sexy. Oh ja, das ist mehr als sehr sexy. Ich kann leider fast nicht mehr sprechen, weil es mir den Helm ins Gesicht drückt. Mega geil! Mega geil! Ja. Mobiler Blitzer über uns. Eindeutig nicht zu übersehen. Passt mal ein bisschen hier raus aus der Stadt. Dann können wir irgendwo rechts runterfahren. Aber so, Windschutz würde ich sagen, echt toll. Also stört mich jetzt echt überhaupt nicht. Auch wenn du die Hand hier so raushaltest, ist alles noch im Windschutz. Kommt wahrscheinlich vom Spiegel. Also gar kein Windwiderstand hier auf dieser Höhe. Echt angenehm. Mein Kopf ist natürlich schon drin, aber das passt doch. Also ja, kann ich mir sofort vorstellen, dass man mit dem Bike einfach komplett stressfrei Kilometer zurücklegt ohne Ende. Also das tut sich so angenehm. Fahrwerk übrigens gab überhaupt nichts auszusetzen. Einfach alles perfekt. Sicher nicht elektronisch, aber dementsprechend auf jeden Fall voll funktionell. Und mehr als ausreichend, hätte ich gesagt. Eine Uhrzeit vermisse ich noch irgendwie auf dem Gerät, aber ich glaube, es gibt ja einfach keine und ich glaube, die Message ist, fahr einfach und schau nicht auf die Uhr. Aber fix hat, also so hat er keinen Schaltautomat. Keine Ahnung, ob man den noch irgendwie einschalten kann. Aber wenn du auf den Hebel draufsteigst, passiert nichts. Wo ist denn Warnblinkanlage bei dem Ding eigentlich? Gute Frage. Zum Glück sind wir ein Moped. Das Gas ist schon spannend. Im Sinne von, du hast jetzt keinen Punch, du hast wirklich irgendwas krass Bösartiges, so wie die S1000R oder wie die KTM mit ihrem Zweizylinder. Es baut ein bisschen auf, aber danach hast du sofort maximale Leistung. Also Aufbau, Schub, Schub, Schub. Ja, ich glaube, das kann man wahrscheinlich gut übergehen, wenn man einfach früher zurückschaltet. Gönnen wir uns mal. Zum Glück Mittagspause, da ist keiner auf der Straße.
150 PS reicht perfekt. Ist mega geil. Also den Sound hätte ich gerne einfach in meinem Wohnzimmer. Höchstens zum Play-Button. Oder bei der Arbeit im Office. Den musst du dir gönnen. Auf, weiß nicht, 1000 Watt THX-zertifizierten Soundsystem. Gönn dir bitte diesen Sound. Alter. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen abartig, wenn du bei 100 noch knapp im ersten bist. Aber genau so gehört sich das, würde ich sagen. Sitzbank auch sehr gemütlich eigentlich. Ich muss wirklich sagen, kann man sogar aufstehen. Ja, interessant. Fühlt sich nicht ganz falsch an. Kniewinkel adäquat. Ich würde sagen, spitz. Aber alles in allem auch nicht unangenehm. Geiler Beinschuss. Auf jeden Fall. Fühlt sich ganz genau richtig an so. Und ja, vielleicht ein guter Vergleich hier mit der S1000 XR. Gerne hier beim Durchziehen. Das Bike hat 1 Milliarde Mal mehr Wumms, Leidenschaft, Liebe, Passion, alles zusammen. Immer Straßenschilder lesen, hilft extrem, um am Leben zu bleiben. Wirklich, also wirklich krass. Ist ein echt interessanter Vergleich. Dieses Bike versus BMW S1000 XR. Unbedingt dieses Bike kaufen. 1 Milliarde mehr Emotionen. Keine Ahnung, ob es so lange hält. Aber es ist sehr scharf. Okay, wir checken mal. Tempomat einstellen, auf die Uhr schauen. Oldschool. 12:37 Uhr bis 13:30 Uhr habe ich Zeit. Dann können wir auf jeden Fall mal nämlich uns irgendwo hinstellen, das Bike doch mal in Ruhe anschauen. Noch ein bisschen cruisen. Alter, ja Mann. Also hätte die S1000 XR diesen Wumms und diese Leistung und diesen Sound gehabt, hätten sie gekauft. Hätten wir keine KTM jetzt. Hätten wir auch keinen Stress mit der KTM jetzt. Natürlich muss einem auch bewusst sein, sich in legalen Dimensionen mit diesem Bike zu bewegen, wird unendlich schwer sein. Besonders weil man extrem verliebt in diesen Sound sein wird, muss man sich ein bisschen zurücknehmen. Auf jeden Fall lernen. Aber ja, was für mich echt schwer war jetzt auf Anhieb, war losfahren. Weil, also mit 2 Fingern den Kupplungshebel, machen wir mal untertourig. Ja, auch mehr als genug Leistung im 4. Gang hier vorbeizuholen. Es ging natürlich auch im 1., aber genau, also was für mich echt jetzt ein bisschen kompliziert war im Anhieb, aber du brauchst wahrscheinlich einfach viel mehr Leistung und ich bin eher jetzt einen Zweizylinder gewohnt. Aber losfahren bei der Ampel, genau, wenn du mit 2 Fingern die Kupplung hältst, spürst du, dass sie ein bisschen schleift. Es ist nicht ganz frei. Genau, mit der ganzen Hand habe ich fast schon ein bisschen verlernt, weil ich sie beim Adventure Bike fahren eigentlich nur mit 2 Fingern halte und das reicht bei dem Bike. Aber ja, komplett laufstabil, kein Wobbeln, alles easy möglich. Dieses Bike tut es mir aber echt nicht leicht. Aber ja, Spritverbrauch, immerhin, ich würde sagen mindestens 2 so Stricherl, also immer die Hälfte von so einem Strich, haben wir schon verblasen. Auch Hinterbremse super am Grip. Müssen mal irgendwo runter hier und mal eine Vollbremsung üben. Ich komme ja von Straßenbikes. Natürlich ist das viel agiler als ein Adventure Bike. Eine gemütliche Probefahrt zum Kennenlernen. Also, dass die Spiegel so weit vorn sind, finde ich sehr interessant. Ist sehr unorthodox. Ich habe auch einfach an die falsche Stelle geschaut vorhin mal. Sand, Alter. Naja, schon ein bisschen verschmutzt hier. Vielleicht finden wir was Gemütliches. Ich würde mich sofort gerne ans Timmelsjoch beamen wollen. Und dann einfach ein bisschen cruisen. Also da war ja noch die Yamaha Tracer 7 GT oder so.
Die war ja auch wirklich sehr geil. Ich finde vom Sound her war die auf dem Level von diesem Bike, also wirklich ein mega drecksgeiles Bike. Auch vom imaginären Durchzug. Aber genau, mir hat ein bisschen Leistung gefällt und die hat die Leistung. Also genau, würde ich auch sagen, Yamaha Tracer 7 GT, wenn du sie kaufen willst, aber doch ein bisschen mehr Leistung dann hast. Oh, das ist perfekt. Ein bisschen Schatten und so Verkehr reinschieben. Hol dir auf jeden Fall die hier. Die hat die Leistung. Können uns das Bike nochmal in Ruhe anschauen. Ich habe eh nicht geschaut, ob sie vorne einen Schaden hat. Unterschrieben habe ich auf jeden Fall, sie hat keinen. Aber auf jeden Fall etwas wie LED-Blinker, würde ich sagen. Ich würde sagen, könnte heller sein, aber hey, kann man erkennen. Ich würde upgrade. Sichtbarkeit ist alles. Auspuff sexy scharf. Seitenlage sexy scharf. Front, also ich persönlich, genau, Kollege hat gemeint, gefällt nicht. Aber ich persönlich finde bombenscharf. Wäre natürlich echt krass zu wissen, wie das Ding so in der Nacht performt. Aufblendlicht. Ich würde fast sagen, mit so einem KTM Laserlicht oder mit einem Multistrada V4S Megalicht hat das wahrscheinlich nichts zu tun. Resümee auf jeden Fall. Kann ich jetzt schon geben. Mega geiles Bike. Alles passt. Leistung passt. Gasannahme passt. Sitzhaltung passt, Fahrstil passt. Wirklich, ich würde sagen, sehr starker Konkurrent für mich, deutlich überlegen zur S1000 XR von BMW und zur Tracer 7 GT von Yamaha. Vielleicht kriegen wir irgendwo einen Kebab, müssen das Ding noch voll tanken, dann abgeben, dann die V-Stromprobe fahren. Ich freue mich schon riesig. Ja, ich freue mich wieder. Allein, dass es so schnell startet. Keine Intro-Animation, wo du warten musst, das brauche ich einfach. Also echt KTM auch, gleich wie die Ducati, KTM schneller. Aber du musst auch trotzdem einen Teil des Intros abwarten, weil sonst kannst du nicht starten. Ich habe die Traktionskontrolle blitzen gesehen. Also was ich mir nur gemerkt habe von den Infos von 1000 PS, sie hat keine schräglagenabhängige Traktionskontrolle. Aber ja, ich glaube für 80-90% der Fälle reicht das auf jeden Fall. Stimmt, Vollbremsung wollten wir machen. Oh. Sehr gut. Läuft. Also bombenstabil. Ich würde sagen, da geht mehr auf jeden Fall. Ich würde sagen, die KTM und Multistrada hauen auf jeden Fall die Anker besser raus. Aber Bike bleibt bombenstabil. Sehr viel wert. Ich vermisse keinen Moped zu haben. Tracer, würde ich sagen. Aufpassen, hier war Sand irgendwo. Also ja, ich glaube, ich bilde mir auch ein, ich habe damals bei 1000 PS gehört, die Gasannahme ist zu sensibel und wenn man auf Alpenstraßen unterwegs ist, tut man sich schwer, einfach ruhig am Gashahn zu sein. Kann ich mir vielleicht vorstellen. Aber ich würde sagen, alles Übungssache. Kriegt man hin. Und was ich auch immer voll angenehm finde, das ist perfekt. Also dieses Tempo zu fahren, einfach gemütlich unterdurch durch die Stadt, ganz legal, das ist perfekt. Läuft perfekt, läuft voll rund, denkst du überhaupt nichts. Also jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Schub beim Losfahren gegeben, geht auf jeden Fall voll smooth. Ich finde, es kickt auch nicht so richtig, also dieser Kickpunkt fehlt irgendwie, also der harte Kupplungspunkt, würde ich sagen. Aber Traktionskontrolle hat gearbeitet. Aber Bodenwellen. Und ja, was mir auffällt, bei der KTM schlafen mir voll oft meine Hände ein. Warte mal, Ausfahrt 2. Ich würde echt sagen, doch wahrscheinlich. Genau hier, genau, also Blinker ist perfekt. Gas ist echt ein bisschen spitz. Alles in Ordnung? Kann man was helfen? Perfekt. Ja, so ein KTM-Fahrer ist das eine lustige Sache. Du bleibst stehen. KTM-Fahrer hat eine Panne, vielleicht, I don't know, man weiß es nicht. Falls du das Video siehst, schreib es gerne in die Kommentare, was los war. Echt geiles Bike, aber wohl technische Probleme. Und ich glaube, sie hat ihm gefallen. Hat sich schön angeschaut. Hat sich gedacht, was ist das für ein geiler Typ in einer Enduro Offroad Jacket auf einer GSX-S. Sagt man GSX-S? I don't know, GSX-S, GT, vielleicht so eine Kombination. Aber das habe ich auch vermisst, weißt du? Wenn du so im Stand bist und du brauchst es nicht, okay? Aber du willst einfach ein bisschen. Also wenn du das bei einer KTM gemacht hast, okay, wenn du das bei der 1290er machst oder auch bei der Multistrada war es ja ganz bitter. Aber hier
ist das halt einfach pornografisch, Sex, Liebe, Rock'n'Roll, Hardcore, Drogen, LSD, alles was du dir ballern kannst, kombiniert mit Steroiden. Ich will sie sofort und ich will damit in die Berge. Nächste Mopedreise garantiert. Noch fragen, ob es sowas wie eine Gepäckbrücke hinten gibt. Wirklich ein bombastisch scharfes Geschoss. Und was ich vor allem auch an ihr mag, ist, man sieht weniger davon rumfahren. Gefällt mir. Ich sehe zumindest weniger. Und das ist echt schade, weil das ist ein mega geiles Bike. Aber das gefällt mir sehr, weil ich mag's, wenn du nicht das Bike hast, das jeder hat. Ich habe erst diese Geschichte heute Morgen dem Kollegen erzählt, was mich an der GS, also an der echten Adventure, GS Adventure, auffällt primär. Ich habe echt auch letztes Wochenende eine Männerrunde gesehen, 5 Kerle, alle hatten eine BMW GS. Ich dachte mir, Alter, das geht doch nicht, Alter, 5 Freunde, alle haben eine GS, was ist denn los mit euch, Alter? Hat nicht einer Bock, eine Yamaha zu fahren, eine Honda zu fahren, Alter, eine KTM zu fahren, was auch immer, aber es wird 5 Leute treffen sich zum Moped fahren, alle haben dasselbe Moped. Finde das nur ich komisch, oder? Also ich finde das auf jeden Fall komisch. Okay. Kann man jetzt sagen, was man will, ob das der Reifen war oder die Straße hier vielleicht schmierig. Aber Hinterrad hat geschmiert, Traktionskontrolle hat geblinkt. Gerne hier nochmal. Ich würde sagen, die Kraftentfaltung ist extrem linear. Hat eigentlich also Punch, ihr erinnert euch, okay, gibt's schon. Aber trotzdem jetzt, dass es, kann man angenehm sagen, ja, er ist super angenehm. Und er ist super gleichmäßig. Also so wie jetzt beim ersten Gang, wo ich hochbeschleunigt hätte. Ich hätte mir erwartet, war natürlich auch der erste Gang, aber dass irgendwas Abartiges schon noch zwischen 4.000 bis 6.000 passiert, aber zumindest beim ersten Gang ist er jetzt einfach komplett stramm durchmarschiert. Und Leistung jetzt nicht 130% abartig, sondern solide 80-90% richtig guter Schub. Vielleicht kann man das so verstehen. Das wird sein Quickshifter off. Ja lol. Okay, der hat mir das erzählt. Jawohl. Wieso nicht früher? Dann müssen wir eigentlich nochmal... Sauber, okay, Quickshifter, Alter, ultra smooth. Ja, ultra smooth. Also der ist quasi, scheiße, war das angenehm. Also du hast einfach nichts gespürt. Ich würde sagen Elektrofahrzeugstyle bzw. Magnetschwebebahn, sage ich immer. Die einfach komplett ohne Widerstand. Da hier einfach schön durchzieht. Ja, geht auch so, echt. Ich schalte gerade, schau's mal. Also echt fast gar kein Ruck, wirklich. Bei der KTM habe ich das auch noch nicht wirklich drauf. Manchmal ist es smooth. Also sehr oft spürst du halt wirklich, wie die Federung richtig so reinhaut. Auch wenn du Sport oder Street bist. Sehr unterschiedlich. Und ich habe wirklich noch, ich versuche immer Muster zu finden. Mittlere Drehzahl, wenig Drehzahl, hohe Drehzahl. Habe noch kein Muster entdecken können. Also wirklich schönes Bike. Sieht auch einfach zum Benutzen aus. Also ich würde hoffen, dass sie gleich gut ist wie die anderen. Genau, sieht einfach... Also wenn ich so runterschaue, ist ganz komisch. Irgendwas flasht mich hier nicht ganz. Ich kann voll schwer sagen, was es ist. Ob es die Farbe ist, vielleicht vom Stil her. Oder das Plastik. Oder vielleicht, dass ich mir bei den Schaltern denke. Ja, aber... Genau, irgendwas fehlt mir hier schon so ein bisschen. Aber sonst vom Fahren her holen wir noch ein bisschen was raus hier. Aber was sich mir als allgemeine Frage schon stellt, wenn du halt einfach, also ich glaube, also allein meine bisherige Erfahrung des Lebens bestätigt, nichts ist so verdammt performant und durchhaltestark wie eine BMW bisher. Das ist schade. Wenn schon wieder so eine Tafel ist, dass die Straße schmierig ist, Leute, haltet euch immer dran.
Diese eine Kurve gibt es auch 1 Milliarde Mal da draußen. Ohne schmierige Scheiße. Ihr erinnert euch so im Verhältnis die S1000Xer? Gerne hier. Oh yeah, baby. Ziemlich nice. Was ist los? Der Typ hat gerade auf 170 beschleunigt, aber nein, hat mir was gefällt. Die interessante Motorcharakteristik. Ja, okay, ist krass am Gas. Im Sinne von, wollte einfach runter vom Gas gehen, aber sie hat einfach direkt nochmal dran gezogen. Was ich bei der auch liebe, hier kein Zylinder, seht ihr das? Ich glaube hier vielleicht besser, weil diese BMW hat ja wieder 2 Zylinder, die auf der Seite rausstehen und ich neige immer dazu, da reinzutreten. Das habe ich bei der GS eben auch nicht so geil gefunden, dass du echt da reintrittst. Ich meine, sie ist knapp über 1000 Kilometer. Vielleicht ist das gerade die erste Ausfahrt dieses wunderbaren Schmucksticks. Vielleicht darf ich sie ein bisschen einweihen hier in die Experience des Lebens. Oh nein, echt jetzt? Was für ein Glück muss man haben? Suzuki, du bist meine neue Liebe, Alter. Ich brauche irgendwas von Suzuki. Ich check mir ein T-Shirt, glaube ich. Das ist doch echt, Mann, für dieses... Ich check mir ein T-Shirt mit diesem Motorrad drauf. Wenn ich es mir vielleicht nicht kaufe, aber... Da muss man auf die Straße konzentrieren. Aber definitiv, verdammt nochmal. Das ist sehr lieb, dass Sie auf mich aufgepasst haben. Man, es sieht scheinbar auf diesem Bike so bedrohlich aus, dass sie gedacht hat, Mann, fuck, Alter, ich habe ein Racebike, Alter. Ich fahre da einfach durch, egal welcher Vorrang. Ja, ein bisschen schräger hier checken. Oh ja, das ist Kniewinkel. Das ist Kniewinkel. Sieht man keine Uhr, weil ich glaube, ich komme zu spät. Reichweite wäre echt interessant natürlich bei dem Bike. Ich glaube, 80 Kilometer nach Garmisch kommt sie. Kann auch voll danken, aber das passt schon. Also Tempomat auch einfach, unkompliziert, stressfrei, Minus- und Plusknopf. Besser geht's nicht, also wirklich, ich bin ein großer Fan von Einfachheit. Drückst du einfach, hast eine gute Haptik, kein großes Schnickschnack, einfacher Schalter, hält hoffentlich ewig. Geil, man sieht sogar die Außentemperatur. Also Motortemperatur, Wassertemperatur finde ich immer wichtig. Außentemperatur, ist angenehm, auf jeden Fall sehr geil. 27 Grad heute, perfektes Wetter. Ich muss die Woche noch mit Probefahrten zugleistern, das heißt Benefit für euch. Da kommt noch einiges an Content. Und wieso man die Batteriespannung braucht, vielleicht kann es mir jemand von euch erklären. Aber Warnblinkanlage könnt ihr mir noch finden helfen. Ach, hier ist sie. Okay. Alles klar. Man sieht ihn eigentlich gut, aber er ist zum Schieben nach rechts interessant. Die Sitzbank hat so auch eine große Sitzfläche. Du kannst vorne sitzen, du kannst hinten sitzen. Kannst auf jeden Fall ein bisschen wechseln und ich würde sagen eher weich, komfortabel. Auf keinen Fall zu hart. Also für einen Tourer glaube ich perfekt. Kannst du lange sitzen, stört dich nichts, zwickt dich nichts. So, ich muss sagen, schade, dass ich sie gleich wieder abgeben muss. Ich würde sie einfach gerne behalten. Mitnehmen. Habe eh kein Moped gerade.
Wow, N ist auch gerade super angenehm reingeflutscht. Quickshifter ist der Hammer. Schalten ist mega geil. Gas ist super sensibel, aber handelbar. Aber besonders das, wenn du rollst und wieder ans Gas gehst, das ist ein bisschen unsmooth. Aber ich würde sagen, das kriegst du einfach hin, indem du vielleicht die Kupplung ziehst. Aber auch ein bisschen komisch. Aber ja, ich glaube, das lässt sich handeln. Aber N geht echt perfekt rein. Also, muss ich wirklich sagen, Suzuki. Ich habe letztens so ein kleines Video gesehen, dass Kawasaki echt eine eigene Taktik entwickelt hat von so kleinen Kügelchen, die quasi durch Gravitation nach außen gedrückt werden und wegen dem quasi der Leerlauf immer super reinspringt, weil wenn es steht, hast du quasi kein Problem, weil diese Kügelchen in der Mitte sind und sobald du Gas gibst oder fährst quasi, sind die Kügelchen außen und deshalb kann er entscheiden, ob Leerlauf oder zweiter Gang quasi, erster Gang, zweiter Gang. Also hier geht der auch knackig rein, sofort perfekt. Also ich glaube, die haben auch was Smartes sich überlegt, vielleicht der von Kawasaki kopiert. Schau dir das an. Bei der KTM hätte ich immer Angst, dass ich den zweiten eingelegt hätte, beziehungsweise ich glaube bei der Multistrada auch. So easy war es auf keinen Fall. Wendekreis auf jeden Fall kleiner, aber nachdem schaffen wir es zum Glück fertig auf der Spur. Aber ja, haben wir schon. Das ist einfach ein Tourenbike. Kein Adventurebike, kann den Lenker weniger weit einschlagen. Aber geil. Schauen wir mal, ob das mit dem Tanken auch so Stress verklagt. Ich würde sagen, 6 Liter sollte so ungefähr passen. Ja. Frohes Schaffen noch. Danke, tschüss. Ja. Scharfes Bike, Skala scharf, aber irgendwas hat sie beim Rausgehen aus dem Winkel nicht so geflasht. Fahrergebnisse überzeugen, aber ist schön wieder einen Schlüssel zu haben auch. Bei der KTM bin ich auch oft einfach in der Nähe gewesen und sie ist nicht angegangen, auch wenn ich mich schon vorn drüber gelehnt habe. Aber es hat noch immer irgendwann funktioniert. Oh, das Start macht mich geil, weil es so schnell geht. Danke. Also ja, ich glaube so vom Gefühl her, ich glaube bei den Bremsen, aber bin ich einfach mehr gewohnt. Das stört nicht. Okay, Tempomat ist weg nach dem Neustart. Jetzt kennen wir die Tricks ja schon. Danke Motorradwimmer für diese affengeile Probefahrt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Man hört sich, man sieht sich. Und wenn ihr wieder mal wissen wollt, welches Bike als nächstes ansteht, bleibt auf jeden Fall dabei. Tschüss.